Servus, grüß euch! Humaldo TV Vlog Nummer 30 und ich bin wieder im Außeneinsatz und ja, wenn man sich die Ambiente so anschaut, mag man gar nicht glauben, wo ich da eigentlich bin. Also es ist ein sehr ländliches Gebiet, aber eigentlich bin ich im Epizentrum der österreichischen Trash-Videospielentwicklung. Nämlich, ich bin heute zu Gast bei Homegrown Games. Dann schauen wir mal, ob da wer daheim ist. Servus, grüß dich. Grüß dich. Der Chef von Homegrown Games. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind da heute im Epizentrum der österreichischen Trash-Spielentwicklung. Der weltweiten Trash-Spielentwicklung. Und das werden wir uns immer ein bisschen genauer anschauen. Schauen wir gleich mal. Ihr seid im jetzigen Epizentrum, aber nicht mehr lang, weil ich packe gerade alles zusammen und bin auf dem Weg nach Australien. Oh, von Austria nach Australien. Genau. Und wir machen Ende Juni da dicht und Ende Juni gleichzeitig in Sydney wieder auf. Das hat Nachteile auch, weil das Haus da, das hat Zombie-Resistenzklasse 2, mit eigenem Wasser und eigener Jagd da hinten, aber ja. Na was, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Das da war bis vor einem Jahr eigentlich nur das Hauptstudio. Ja, für die Zuschauer, die eigentlich von Homegrown Games noch nie was gehört haben, davon falls das überhaupt möglich ist. Also wenn Sie genau, stell mal kurz meinen Zuschauern Homegrown Games vor. Was ist das eigentlich? Also Homegrown Games war so eine Idee aus der Zeit, wie ich noch Community Manager bei Jowood war. Müssen wir vielleicht auch erklären, weil Jowood kennen vielleicht die jüngeren Zuschauer gar nicht mehr, war der größte österreichische Videospiele-Publisher und war einer der größten eigentlich Europas eine Zeit lang. Okay. Also das war die Gothic-Serie zum Beispiel. Spellforce und hat man dann irgendwann einmal gedacht, ja, das kann ich selber auch, ich brauche nur die richtigen Leute. Und dann habe ich in Siedelbett als Grafiker diese Zeichentisch, der immer noch war, das die letzten Dinge sein, die, ja, das ist. Ja, in Bett sieht man demnächst auch auf meinen Kanal hören oder sehen oder beides. Das heißt, das ist schon ein kleiner Teaser. Mehr von dem seht ihr bald auf Humaldo TV. Also der ja heute auch einer der führenden Illustratoren ist für den Cthulhu-Mythos. Wir haben inzwischen gibt es ja schon einige Buchverlage, die zum Beispiel unsere alten Bilder lizenzieren. Es liegt daran, dass unser erstes Spiel damals Robert D. Anderson und das Erbe Cthulhus war. Genau, und ich glaube, da habe ich sogar für die Zwischensequenzen den Ton aufgenommen. Also rein rechtlich gesehen war das der erste weltweit releastes Spiel. Geil. So wirklich weltweit, weil wenn wir dann nach Indien geflogen sind, in Dubai über den Flughafen grenzen, ein paar Jahre später ist da Anderson im Regal gestanden. Geil. Gebundelt mit Call of Cthulhu von Bethesda. Ja, Spiele, glaube ich, habe sie insgesamt 9 rausgebracht oder zumindest gepublished, oder wie war das? Also 9, wo wir die Hauptarbeit gemacht haben. Genau, ich meine, irgendwo sollte da Du musst jetzt selber nur überlegen. So, ich bin jetzt super vorbereitet, ganz klassisch analog. Schauen wir mal chronologisch. Also der Spickzettel hat fast recht. Also es war, das erste Spiel war Robert D. Anderson and the Legacy of Cthulhu. Da wo ich eben den Ton aufgenommen habe. Das ist vollkommen richtig. Dann beim zweiten Spiel, da warst du noch auch dabei. Das war Painkiller Resurrection. Ja. Genau, da habe ich die Zwischengrafiken, Animationen Da hast du animiert. quasi diese, ja, und mit Ton unterlegt und so weiter. Also genau. Nordland-Trilogie, da haben wir die alten Teile genommen und remastert das unter modernen Betriebssystemen. Also das schwarze Auge ist es, oder? Genau, die Nordland-Trilogie. Also genau. Das schwarze Auge, Sternenschwert, Schicksalsklinge, Schatten über Riva. Und das war die erste Version, die halt den Orchester-Soundtrack drinnen gehabt hat, die wirklich problemlos funktioniert hat mit Anfängermodus und Expertenmodus. Hat, glaube ich, bei 71 Amazon-Bewertungen so 69,5 Sterne. Nicht schlecht. Und die wird gehandelt, die Originalausgabe wird jetzt um 222 € gehandelt. Bahngigant. Das war auch cool. Griechenland, Krise war gerade aktuell, haben wir die Rettet Griechenland-Kampagne gemacht, haben ganz Griechenland topografisch und mit Lehr- und Infrastruktur nachgebaut und halt noch ein paar andere so Szenarios wie Elbmündung und so auf europäische Verhältnisse angepasst, lokalisiert und so weiter. Ist echt gut angekommen, war jetzt der erste Gigant seit langer Zeit, der wieder rausgekommen ist. Ja, Into the Dark ist, Into the Dark ist eigentlich der logische Nachfolger von Anderson.
Wie wir mit Anderson angefangen haben, haben wir es ja ernst gemacht. Und dann, die Leute haben dann gesagt, so, wir haben damals auch GameStar Geheimtipp des Monats gewonnen und so, also es hat schon seine gewisse Kernzielgruppe erreicht. Und die Leute haben halt gesagt, naja, als Spiel kann es nicht viel, aber wenn man es als B-Movie anschaut, dann ist das richtig cool. Und dann haben wir uns gedacht, passt, wir machen jetzt Spiele, die wie B-Movies sind. Das haben wir dann 2014 nachher dann erst auf Steam gebracht. Mein erster GameStar Award, wo ich mitgemacht habe, das war damals Gothic 3 und Spellforce 2 ungefähr zeitgleich. So ist nicht über Joe. So, das war Joe-Zeit, da war ich Community Manager, teilweise habe ich so produced, ist okay. Und den ersten, den ich selber gekriegt habe, für etwas, was man komplett selber ausgedacht habe, war dann Into the Dark Community Liebling 2014. Das war nicht das, was so vor dem Witcher und die Tester und so. Okay, ja. Trash zirkt. Trash zirkt. Dann haben wir uns gedacht, ja, dann machen wir das einfach hübscher. Also haben Into the Dark laufend weiter verbessert und dann haben wir Father's Island gemacht. Gleiche Zielgruppe, ein bisschen langsamer, keine Action, also es gibt eigentlich keine Gewalt, bis in die Zwischensequenzen angedeutete Gewalt und so, aber es gibt eigentlich kein Schießen oder so. Und jetzt gerade arbeite ich an Into the Ice. Der Nachfolger natürlich. Von Into the Dark, ja, was jetzt auch wieder technologisch wieder Next Level ist. Und was du da schon richtig oben hast, zum Beispiel der Highland Warriors Battle Cry. Es gibt dann ein paar andere Sachen, das ist wahrscheinlich auch gar nicht leicht zum Kriegen, wenn du es wo kaufen willst. Wir haben immer wieder so Auftragsarbeiten gemacht für andere Firmen. Also genauso, wenn du da Hitman die Credits anschaust vom aktuellen, du scrollst dann durch die ganzen IO-Credits durch und irgendwo hinten steht halt dann mit Bumi Games Vienna, Doppelpunkt, und dann irgendwo bei der ganzen Liste mit Bumi Games Vienna stehe ich halt als Producer drin. Okay. Ich arbeite als Producer für größere Firmen auch. Ich habe zuerst Anno gemacht für Blue Byte, also Anno Build and Empire für iOS und Android, und dann bin ich zu Hitman gekommen. Also das große fette Hitman, was gerade aktuell rausgekommen ist. Ja, mit Bumi ist ein Wiener Spieleentwickler, für die Leute, die das nicht wissen. Und dann habe ich jetzt eigentlich bis voriges Jahr an Hitman gearbeitet und dann ist bei mir halt der Auftrag für die Red Bull Weltmeisterschaft für die Mind Games Challenge reingekommen. Okay. Da haben wir jetzt im März die Weltmeisterschaft in Budapest fertig gemacht. Na cool. Die Pläne sind jetzt, also du ziehst jetzt mal um noch ins große Australien, weiter weg, am anderen Ende der Erde, quasi, also wenn man fast genau, ja. Into the Ice ist dann das nächste Projekt? Nicht ganz. Wir bekommen jetzt mit 1. Juli, also ich kriege mit 1. Juli von Nordic Games die Rechte von Anderson zurück. Und schaue gerade, versprechen kann ich es noch nicht hundertprozentig, wir haben jetzt ein paar Tests rein, ob ich da eine Remastered Edition vom Anderson noch raushaue. Zu dem Zeitpunkt, wo dann ein Video rauskommt, ist es dann Weltpremiere oder wird es dann? Ja, es ist dann noch Weltpremiere. Und du wirst neben deiner Arbeit dann in Australien, also in der richtigen großen Brötchenarbeit, dann nach wie vor der Freizeit komplett mit Homegrown Games. Ja, also wenn ich gerade nicht irgendwo schlimmer bin oder von einem Hai angeklammert werde oder von einer Spinne ins Krankenhaus gebracht wird. Also oder von einem giftigen Killerschaf. Oder von einem Gefallbären erschlagen oder sowas, ja, dann werde ich natürlich auch wieder Spiele machen. Ja, dann schauen wir uns mal die aktuellen Entwicklungen ein bisschen ab. Also gehen wir ins Aktuelle. Gehen wir ins Aktuelle. Also in mein Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer, ja. Weil es heißt ja schließlich Homegrown Games, also es muss ja was Heimeliges haben. Ne? Ja, Garage haben wir leider keine. Jetzt haben wir. Ich habe so viel Schaltung kennen. Ja, das ist. Der Mann entwickelt Videospiele und regt sich über Schalter auf. Wirkt Schalter. Das ist jetzt. Das ist jetzt das Original Anderson. Also quasi das von 2006 oder wann war es? 2006 entwickelt, 2007 ist es rausgekommen, basierend auf einer Technik von 2001. Aber wir haben, das ist jetzt schon ein erster Versuch, das Ganze zu remastern, indem ich die Reshade-Technologie einsetze und auch die Texturen ein bisschen herumgespielt habe. Links neu, rechts alt. Genau. Aber es ist schon ein bisschen. Es ist die Schärfe schon besser, die Texturen kommen feiner um. Also das ist schon ein bisschen das ist erstaunlich, was das auch rausholt aus der Struktur. Ist das gleiche Material? Nur es ist das gleiche Material, okay, nur neue Shader auf. Jetzt kriegen wir nur einen exklusiven Blick in den aktuellen Stand vom nächsten Kracher von Homegrown Games, nämlich Into the Ice. Ein schwarzer Bildschirm. Oh mein Gott, da ist schon. Vielleicht willst du nur kurz erklären, um was wird es bei diesem Spiel gehen, bei Into the Ice? Ja, Into the Ice mit dem wunderschönen Untertitel, wir haben es ja so mit dem Untertitel, und das hat den wunderschönen Untertitel Nazis auf Neuschwabenland. Das sagenumwogene Rückzugsgebiet der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Das ist das sagenumwogen.
Also das ist eine Dokumentation. natürlich ist es eine Dokumentation. Am Ende vom ersten Teil haben wir eigentlich Scheiße gebaut und die Nazis sind mit dem UFO in die Antarktis abgehauen und haben die ganzen geheimen Daten abgestaubt. Alles Tatsachen. Natürlich spielt man in Österreich. Sonst war es nicht trashig. Wirst du nach Neuschwabenland geschickt, um quasi die Eisbasis der Nazis zu infiltrieren. Der Pinguin. Der setzt als Hakenkreuz bei ihnen. Sehr geil. Es gibt dann natürlich einen Trip in die hohle Erde, wo die künstlichen Hitlerplaneten rotieren und da sind dann die wirklichen Bösewichte. Und den Tyrannosaurus, den verschießt in dem Level noch, aber später kannst du halt reiten. Das heißt, es gibt da sehr viel Verschwörungstheorien, Verschwörungstheorien. Ja? Das war schon mal ein exklusiver Voreindruck von Into the Ice von Homegrown Games. Kommt raus, wenn jetzt dann. Also Ende 2017 hoffentlich. Na gut, dann das war es an einem Studiobesuch bei Homegrown Games beim Crazy Ivan. Danke fürs Vorbeischauen. Ich werde mich da jetzt wieder rausbegeben und du hast gesagt vorher, das Ganze da ist zombie-sicher, oder? Zombie-Schutzklasse 2, also ganz zombie-sicher ist es noch nicht. Es gibt in welcher Richtung bin ich am sichersten, wenn ich jetzt da rausgehe? Also du hast von oben ein freies Schussfeld überall hin. Ich werde in die Richtung gehen, du schaust jetzt mal da oben. Wenn du wirklich zombie-sicher sein willst, dann gehst du da rechts und ich gehe auf zu den Schießscharten und gib dir dann so richtig Deckung. Okay, cool, dann. Das heißt, ich warte auf das Signal und viel Spaß in Australien und dann renne ich. Ciao!